Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Es geht wissenschaftlich weiter, denn wir finden für euch heute raus, was besser fängt. Kunstköder oder Naturköder. Dafür sind wir bei Fauna, weil wir brauchen noch ein bisschen was. Genau. Wohl der krasseste Laden Europas. Und nicht vergessen, ein Like zu geben. Das würde uns sehr freuen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und kaufen uns alles, was wir brauchen. Komm! Ach, was für ein Laden, ne? Er sieht nochmal ganz anders aus als als wir beim letzten Mal hier waren. Das ist ganz wichtig. Finden wir es für die Allgemeinheit raus, was besser fängt, oder wird das heute ein kleiner Battle zwischen uns beiden? Wenn es ein Battle wäre, du fischst die ganze Zeit Kunstköder, ich die ganze Zeit Naturköder, oder wie ist das? Deshalb frage ich ja. Wie ziehen wir das auf? Nee. Wir wollen es ja für die Allgemeinheit rausfinden. Also sind wir heute ein Team. Eine Stunde Kunstköder, eine Stunde Naturköder und dann gucken wir, worauf die Barsche und Zander besser beißen. So machen wir's. So, jetzt gehen wir mal erstmal zum schönsten Abteil hier im Laden. Kommt mal mit. Ab zur Kaffeemaschine. Nicht zur Kaffeemaschine. Wir haben erst 9:30, früher Morgen noch. Deswegen jetzt erstmal die 3 wichtigen Ks am Morgen. Kaffee, Kippe und... Geil. Guckt euch das an. Aber nichts mehr da. So Ganz schön Spaß. Alles ausverkauft. Ganz schön Ja, ausverkauft. alles ausverkauft. Ist ja krass. So, nachdem ich euch den schönsten Platz im Laden gezeigt habe, zeige ich euch den zweitschönsten Platz. Komm! Jetzt geht's aber zur Kaffeemaschine. Ja. So, genug Pause gemacht, genug Ich find's gequatscht. herrlich. Ich find's herrlich. Wir können auch den ganzen Tag hier bleiben. Also erstmal brauchen wir jetzt Tauwürmer und Köderfische. Und vielleicht noch passende Haken, um die dann gut zu präsentieren. Ja, ich glaube, am Dropshots und so geht das auch so. Aber ja, lass uns mal gucken, komm. So, Maden brauchen wir diesmal nicht. Hier diese Canadian, oder? Ja, aber die würde ich erst ganz am Ende oder nächstes. Ja, aber dann, guck mal, die sind fast leer. Ja. Nehmen wir ein paar, oder? 2 Wie viel sind da Packungen. drin? Ich glaube, 2 reicht nicht aus, wenn du den ganzen Tag angelst. Dann brauchen wir aber 3, oder? Ja, mehr aber auch nicht. Können wir heute Abend noch ein bisschen auf Aal angeln. Gute Idee. Dustin besorgt sich mal wieder eine neue Warthose, damit er heute auch mit mir ins Wasser kann, weil seine letzte hat er irgendwie geschrottet. Deshalb brauchen wir schnell noch eine Warthose und dann müssen wir aber auch so langsam anfangen zu angeln. Wir haben jetzt schon gleich 11 Uhr und wir sind noch nicht mal am Spot. Is it high enough? You can't get them higher, then you get a diving suit. Okay. So, Warthose ausgesucht. Jetzt brauchen wir nur noch Köderfische weg. Komm, Ja, die fehlen noch. ein paar Und Fliegen. dann sollten wir uns so langsam mal Richtung Wasser begeben. Wir haben gleich schon 11:30. Du, kennen wir ja von uns. Ja, aber wir wollten es auch mal ändern. Du wolltest es vielleicht ändern, ich nicht. So, Becky, guck mal hier. Für Die sind perfekt für Barsch. Carolina Rig. Machen wir, oder? So. Jetzt können wir gehen. Dustin, Ja, weißt du, was wir nicht dabei haben? Kescher. Kescher. Wirklich nicht? Ich habe keinen. Ey, wir haben schon 1 Million Kescher gekauft. Wirklich, den verlosen wir am Ende der Folge. Da kaufen wir aber auch einen schönen für unsere Zuschauer. Kaufen wir einen richtig schön. Der bist jetzt hier aber falsch. Den will ich. Nein, wir brauchen ja einen Den Barschkescher. schnalle ich mir dann auf den Rücken. Der wäre doch was. Nee, Spaß, wir kaufen einen richtigen, weil wir verlosen den auch. Damit ihr dann auch einen gescheiten Kescher danach habt. Becky, ich habe einen. Ich habe schon viel coolere gefunden. Der ist eigentlich ganz praktisch, ne? 120 Taler. Ja, Halleluja. Boah, 120 €. Guter Barschkescher aber. Aber das ist so ein ganz langer, den sowas brauchen wir eigentlich gar nicht. Und der hat fast einen zu langen That's what Griff. Sea-Shed. 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 She-Shed. Dustin, der ist doch perfekt. Ja, weiß ich nicht. Zum Warthose-Angeln ist der perfekt. Aber ich finde den hier besser. Boah, nee, das ist das nicht so hart. Ich finde den eigentlich ideal. So, Becky hat sich durchgesetzt hier. 50 € Kescher. Geiler Verlosen wir Kescher. am Ende, ne, für alle, die liken, kommentieren und abonnieren. Und wenn Würmer übrig bleiben, hauen wir die auch noch mit oben Die drauf hauen auf wir den oben Gewinn. mit drauf. Wer zahlt, Becky? Ich habe damit nichts zu tun hier. Becky hat nie was damit zu tun. Portemonnaie hast du auch im Auto vergessen, oder? Sei Da ehrlich? ist eh nichts drin. Die Karten sind alle überzogen. Ah, und Schnapper hier. Becky, was würdest du jetzt sagen, wenn du das zahlen müsstest? Geht gar nicht mehr, ne? Privatinsolvenz anmelden. Können wir ein Boot verkaufen? Ja, das ist ganz wichtig.
Bitte, Becky, mehr bei Tech-Gebiet bestellen, sonst geht es dem Becky bald nicht mehr gut. Sonst seht er ihn hier bald nicht mehr. Nur noch all Hungerhake, weil er nichts mehr zu essen kaufen kann. Also, jetzt geht's raus und ab zum Wasser. So, los geht's. Endlich, ey. Ist ja auch schon 12 Uhr. Früher geht First Cast halt einfach auch nicht ans Wasser. Was soll der Mist? Muss ganz entspannt, weißt du, in der Ruhe liegt die Kraft und dann knallen wir ihn raus hier. Mach die Kamera jetzt aus. Das müssen wir nicht immer zeigen, Markus. Die denken, das mache ich extra. Ich habe einfach nur eine schwache Blase. Ich muss nicht so richtig, aber ich will vor der Warthose noch mal. Ja, das vor der Warthose ist immer ganz wichtig. Das müsst ihr machen. Vor der Warthose ganz wichtig, Wasser lassen. Oh, ist das schön. Wir müssen jetzt mal gucken. An diesem Gewässer waren wir noch nie. So, eigentlich schade. Ich muss jetzt meine Warthose anziehen, weil ich habe meine neue Lieblingshose an. Unsere neue Softshell-Hose von Nace. Super geil. So, gerade bei so 10, 12 Grad, aber auch wenn es ein bisschen wärmer ist, habe ich noch eine lange Unterhose an. Das Schöne hieran ist, die ist auch wasserdicht. Bis 10.000er Wassersäule oder so. Super bequem. Hat hier unten so einen Bund, was mir immer ganz wichtig ist, dass ich es eng machen kann und so. Aber ihr könnt sie leider nicht mehr begutachten, weil ich jetzt die Warthose drüber ziehe. Nicht so schlimm, die ist auch neu. Leider nicht von Nace. Jetzt müssen wir noch ein festlegen, wer womit anfängt. Deswegen, Becky, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, richtig? Ja. Okay, best of three? Ja. Schere, Stein, Papier, ja? Mit Brunnen? Nee. Ohne Brunnen? Ohne Brunnen. Okay. 1-0. Fuck. 1-1. 2-1, du hast gewonnen. Ich fange mit Kunstködern an. Richtig. Die nehme ich. So, Becky. Dann weiß ich gar nicht, ob das mit dem Wurm so klappt. Ja, ich glaube, die größte Gefahr ist, wenn du fest durchziehst beim Werfen, dass der abfliegt. Ja, stimmt. Das ist wie in der Karibik hier. Schon schön. Ich finde es auch geil, neue Gewässer zu probieren. Oh, einer muss einen Wecker stellen, ne? Beim ersten Wurf, das mache ich. Weil wir wechseln jede Stunde durch. Genau. Every hour counts. Wir machen auch beide nicht das Gleiche, um eventuelle Beißphasen auszuschließen. Weil es könnte natürlich sein, dass wir beide dann, wenn eine Beißphase ist, gerade Kunstköder angeln und denken dann, Kunstköder hat besser gefangen. Deswegen zu jeder Zeit beides angeln. Klar, den Faktor Skill eines Anglers können wir jetzt nicht ausschließen, aber wir machen es auch nicht ganz so wissenschaftlich wie der Robert Arlinghaus. Deswegen, guck mal, Becky, wir sind am Spot. Ich glaube, ich starte schon mal den Timer, oder? Machen wir auf eine Stunde. Und zwar starten wir jetzt. Haben natürlich die Seite ausgesucht, wo der Wind voll drauf steht. Aber Wind ob der Kant, Fisch In der Hand. so sieht es aus. So Leute, für mich geht's los. Ich habe einen Raven montiert, 5 Inch, 10.05 am Carolina Rig. Und Attacke. Sehr matschig, ne? Ja. So, ersten Wurf gemacht, aber direkt gemerkt, nur Schlamm eingesammelt. Also wenn er sowas merkt, können wir den Spot wechseln für Barsch. Sonst anders ist harter Grund schon deutlich besser. Das haben wir hier nicht, aber wir sind auch neu an dem Gewässer. Wir werden bestimmt noch mal einen Spot finden. Da hinten ist richtig so Sandstrand und so. Da wird mit Sicherheit ordentlicher Untergrund sein und die Barsche auch zu Hause sein. Ich bin eigentlich happy mit meinem Wurm hier. Seht ihr ihn? Das kann schon funktionieren. Also wir gucken mal. Ich glaube, ich habe die Chance, Becky zu schlagen. Also was heißt Becky zu schlagen? Einfach mehr als mit den Kunstködern zu vernichten. Warum hat's denn der schon wieder so eilig, ey? Nicht mal 2 Minuten geangelt und schon rennt er wieder weg. Jo. Upsi. Alter. Du was kaputt? Nee, aber wenn du das wieder frei kriegst, dann... Oh Mann, ey. Nicht mal 3 Würfe gemacht. Becky, so wird das mit der Stunde nix. Gott, oh Gott. Alter, das ist scheiße.
So, ich habe das Chaos beseitigt, habe jetzt noch 4, 5 Würfe hier gemacht. Aber bis jetzt hier nichts. Dustin ist auch wieder vorgerannt, deshalb muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Nicht, dass der mich hier komplett abhängt. Da hinten war es viel tiefer als hier. Ja, da war auch alles sehr schlammig. Ja, hier ist Muscheln. Hat der eine dran gerade sogar. Beim Fliegen schon gesehen, dass der Wurm weg ist. Aber hat er jetzt so 10 Würfe durchgehalten. Ist die Frage, soll ich ein Fischchen lieber ran? Ja, der Wurm sah schon geil aus eigentlich. Hält halt nicht so lang, ne? Würdest du für einen 10er so einen Wurm fressen? Ja, ein 10er nicht, aber 15? nee. 15k wollte ich die ganze Packung essen. Würdest du dir für 500 € so ein Ding durch die Nase ziehen? So? 500 € ist nix. 500 €. Kriege ich nicht mal eine Warthose für. Also diese Warthose riecht, als ob die schon mal jemand getragen hat. Ist mir im Laden schon aufgefallen. Wirklich. Geil. Es ist so widerlich. Da kommt immer auch immer beim Laufen so ein Duft hoch. Das ist mir im Laden schon, dachte ich schon, hä? So Leute, erster Köderwechsel. Ich wechsle jetzt vom Sea Rig zur Creed mit einem Delta. Biss! Fisch! Das ist ein Fisch. Hey, lustig. Becky, komm, Was denn? Kescher. Hä? Nicht? Nee, Zander. Ein Zander. Zander auf dem Tauwurm. Und drin damit. Jawohl. Geil, Jungs, ey. 1:0 für die Naturköder. für die Naturköder. Herrlich. Auf dem Tauwurm, Zander, am Carolina Rig. Da ist er. War echt ein schöner Fisch, oder? Ja, Warte der mal. hat auf jeden Fall 65. Sowas. Halt mal kurz die Route bitte. So, da ist er. Schön, ey. Wunderschöner Fisch. Petri. Dank. Das ist 1:0 für die Naturköder. Ja. So. Na, Tauwurm kannst du behalten, mein Freund. Den Haken brauche ich aber wieder. Na, da ist er. Offset-Haken BKK. Wunderschöner Zander. Der darf jetzt wieder zurück in sein Element. Herrlich. Herrlich. 1:0. Tschüssi. Oh, eine Erleichterung, wenn man so an so einem neuen Gewässer ist. Becky, gar nicht wegrennen, ich brauche Würmer. Achso, die sind da hinten. Wenn man an so einem neuen Gewässer ist und nicht weiß, klappt das jetzt oder klappt es nicht. Und man fängt den ersten Fisch. Das ist geil. Yes! Ich bin happy. Juhu! 28 Minuten noch, das heißt, wir haben jetzt 32 Minuten gebraucht, um den zu fangen. Ist doch gut. Wenn wir alle halbe Stunde einen Fisch fangen, wäre ich sehr happy. Der neue Kescher wird gleich eingeweiht, Jungs. Also ihr bekommt hier was mit Fanggarantie. Der glückliche Gewinner am Ende. Köder gewechselt auf die Creed. Und jetzt muss ich auch den ersten Punkt für die Kunstköder holen. Ja, guten Morgen. Hallo, komm mal her. Ja, hallo. Boah, jetzt kommt der Große. Du bist ja schön. Komm mal her. Komm mal her, Maus. Ja, guten Morgen. Ja, ja. Was war das denn jetzt? Die sind irgendwie erschrocken. Sorry Jungs, wollt euch nicht erschrecken. Während Becky Pferde guckt, man hört's, ist der Timer abgelaufen. Wir tauschen. Stopp. Becky, komm! Du bist dran mit Naturködern. So, Becky. Dann setze ich den mal neu an, den Timer. Ne? Mama, 1 Stunde startet jetzt. Hau einen raus, Becky. Hau einen raus. 1:0 in 1 Stunde für... Naturköder. Genau. Aber gehen wir ans Ufer mal die Köder wechseln, oder was? Ja. Okay. So eine Scheiße, ey. Erster Wurf, Wurm ab. Leute, Leute, Leute. Jetzt laufen wir zurück. Wir verlassen das Gewässer. Wir haben irgendwie nicht das Gefühl, dass wir groß was fangen noch. Aber wir haben noch ein schönes Gewässer in der Nähe.
Ich habe die Zeit gestoppt, eine halbe Stunde ist noch. Also Becky hat noch kaum Würfel gemacht mit dem Naturköder. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber jetzt erstmal Spotwechsel. Herzlich willkommen hier aus der Firstcast und NACE-Zentrale. Ich musste eine kurze Werbeunterbrechung machen, obwohl es hier so schlimm aussieht, weil die Anglerschmiede gerade ein extrem geiles Angebot am Start hat. Vom 5.4. bis 16.5. könnt ihr nämlich, wenn ihr einen Angelschein darüber bucht oder einen Gutschein dafür verschenkt, ein Köderpaket im Warenwert von 200 € dazu bekommen. Der Angelschein ist quasi kostenlos und es sind geile NACE-Köder enthalten. Klar, jetzt werden einige sagen, ey, wir sind Firstcast-Zuschauer. Natürlich haben wir schon einen Angelschein, aber ihr habt sicherlich einen Kumpel, ein Familienmitglied oder eure Freundin, die vielleicht auch mal mitwollen. Und für die wäre das doch richtig, richtig gut. Ihr schenkt den Angelschein und kriegt quasi 200 € Köder mit dazu. Ach so, eine kurze Info noch. Für die Bayern geht es ein bisschen später los. Erst ab 15.04. Aber alle Infos findet ihr hier nochmal in der Videobeschreibung. Checkt die mal ab. Und jetzt ganz viel Spaß weiterhin mit der Folge. So, Becky. 1-0 für den Naturköder. Ich will ja, dass wir noch einen Kunstköder ausgleichen. Vorsicht mit deiner Rude. Kriegen wir heute schon noch hin. Wir haben noch ein bisschen, aber jetzt erstmal Pause. Pause. Ohne Mampf, kein Kampf, Jungs. So sieht es nämlich aus. Leute, ich eröffne hier hinten mal die Snackbar. Die Auswahl ist mal wieder wie immer begrenzt. Aber das Wichtigste, Süßigkeiten. eine gute Barbecue-Soße, um das ganze Material ein bisschen Weniger trocken zu machen. weniger trocken zu machen. Dann gibt es auch noch einen Kuchen zum Nachtisch. Achtung! Entschuldige. Wenn du noch einmal am Buffet hängen bleibst, dann knallt's. Hast du von Kraft geträumt heute Nacht oder was, Becky? Du rüttelst ganz schön doll am Ohrfeigenbau, mein Freund. Das Beste ist, wenn man davor in so einem Wurmbecher rumgelangt hat, jetzt erstmal so eine Stulle beschmieren. Ja, sehr gut. Herrlich. Guck mal, hat er sich, ja, wollte gerade sagen, hat er wieder schön selbst was gemacht? Bin ich jetzt hier der Stuhlenbeauftragte, oder? Ja. Irgendwas muss ja jeder machen. Markus filmt. Ich habe einen Fisch gefangen. Ich habe gute Wetter mitgebracht aus Bayern. Ja. So eine kurze Brotzeit kann schon mal. Haben wir auch schon 1,5 Stunden geangelt. Boah. Die Auswahl könnte ein bisschen größer sein hier. Na, Ich egal. hab Bock auf so Gurken. Ich wollte ihn jetzt essen. So. Du hast doch jetzt gesagt, der ist langweilig. Ja, aber spannender als der Scheiß hier. Ja, aber das ist mein Kuchen, Dicker. Den kann ich dir leider nicht abgeben. Mach mal die Augen zu. Ja, mach du mal auch so. Wir hatten das hier wieder bezahlt als 120 € Einkauf gestern. Du? Lass mich da mal ein Stück abschneiden. Ganz klassischer Fluorcarbon-Schnitt. Musst so dünn es geht machen, ne? Naja, für mich nicht so dünn, wie es geht. Das Fluorcarbon so dünn es geht. Du. Achso, ja, das war das. Nee, komm, mach für mich auch. Mehr gibt's noch nicht, Becky, ne? Das zumindest klar ist. Geil. Ja, so ein Soft FC1. Immer wichtig. Markus, da hast du echt wieder einen tollen Müsli-Riegel einkauft. Ich habe gesagt, bitte nicht so was Langweiliges wie ein Corny. Und dann kaufst du die gefälschten Cornys. Genau. So, aufgegessen, Sonne weg, alles perfekt. Los geht's. Nächster Spot. Becky, komm. Go. Weiter geht's. Nach der etwas ausgearteten Mittagspause müssen wir jetzt auch noch mal angeln. Wir haben schon 4:20. Ja. Wetter hat sich ein bisschen gedreht, Sonne ist weg. Mal schauen, ob jetzt die Viecher in Beißlaune sind. Bart ist auch dabei. Der hat uns hier gerade besucht. Guck mal, so sind die Holländer. Damit man hier über den Zaun steigen darf, bauen die sowas hier hin. Sowas würde es von Deutschland nicht geben. Da wäre hier ein großes Verbotsschild. Nicht angeln, Fischen verboten, Angeln verboten. Schissen verboten. Fische verboten. Oh. So, ich habe natürlich den Timer gestoppt. Man sieht's noch. Da. 32 Minuten 46. Gehen jetzt weiter. Oh, it's nice and clear, the water. In welche Richtung hast du geworfen? Oh, ist kalt. Ich würde auch danach da lang werfen. Wollte ich. Ich kann eh nicht weit werfen. Reicht, glaube ich schon, weil da ist so eine Kante. Oh, ich habe ein bisschen die Temperaturen unterschätzt, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr kalt gerade, muss ich auch sagen. Ich habe weder dicke Socken an noch eine lange Unterhose.
Dein Wurm ist später runtergekommen, Becky. Sicher? Sicher. So Naturköder fangen, glaube ich, teilweise schon echt saugut, aber man ist damit auch immer ganz schön begrenzt. Man kann nicht so weit werfen, sobald man zu fest wirft, verliert man die Hälfte, so wie ich jetzt. Ich habe jetzt nur noch so einen Stummel dran. Das ist halt wirklich der große Nachteil und dadurch kann es auch echt sehr schnell nerven. Ich würde jetzt am liebsten wieder Kunstköder fischen und keine Naturköder. Ich darf jetzt wieder zurückdackeln, mir einen neuen Wurm drauf machen und die effektive Angelzeit ist dadurch bei mir heute, glaube ich, ein bisschen weniger. Whoa! What? Continue. Was a big perch. Yeah. Oh, oh, it's still here. It's a big zander, not a perch. It's a big zander. I saw it. Was ist denn hier jetzt los, Alter? Alter. Der war bei dir jetzt drauf? Ja, ich habe ihn gesehen hier unten. Was war das, Jungs, ey? Erst hat Bart einen riesen Nachläufer gehabt und dann ist er anscheinend vor das in seine Füße geschwommen. Oh, yeah, it's still here. Guck mal, da ist er. Der Schatten ist da. Oh, ist big fish, ey. Wow. Ja, Bart ist dazugekommen, hat sich einen Kunstköder ran gemacht. War richtig Action hier. Vor unseren Füßen, im super flachen Wasser. Also entweder ich bin einfach nur ordentlich durchgefroren oder ich habe ein Loch in der Warthose. Mein eines Bein ist so kalt gerade. Krass. Das war die Chance für den Kunstköder. Ah, Bis? in front of my feet. Was ist hier los? Plötzlich geht's richtig ab. Leider noch nichts rausgekriegt. Oh. Ihr hört's. Den Wurf mache ich noch zu Ende, aber dann wird gewechselt. Gewechselt. Und ich mache den neuen Timer an. 1 Stunde startet jetzt. Okay, jetzt muss ich leider zum Naturköder wechseln. Habe ich wirklich keine Lust drauf. Bin ja Kunstköderangler. Ja, ihr habt es gesehen. Da wäre der Ausgleich drin gewesen für den Kunstköder. Aber 2 Chancen, 2 Bisse verknallt. Einmal auf den Looper, unseren neuen Lipless Crank, und einmal auf die Craw. Naja gut, aber es macht Mut, dass noch was geht. So. Mal gucken, wie lange der hält. Ich habe ein echt gutes Gefühl, dass ich jetzt mit dem Twitchbait hier einen Zander überlisten kann. Oh, ist krass, wie weit der Mad Max fliegt. Fisch, 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 Fisch! Das ist der Ausgleich auf den Kunstköder. The Pike? Ein Zander. Oder Personal Best Wash. Auf dem Twitchbait. Oh, it's a good one. Auf dem Mad Max. Jawohl! Don't hurt me. Ja, das 1:1 auf dem Mad Max 95. Very good, Bart. Thank you, man. So, yeah. Again, it shows both is working at the moment. We will see which will win at the end. Ah, und jetzt würde ich gerne auch das Angeln und ich bin festgesetzt auf meinen Wurm. Mann, ey. But normally, if you get a take in this season of a zander, it's like puff on the twitch bait. And now I was like twitching in nothing. I felt nothing. And Ja, Mad Max 95, eine Waffe. Very good, Bart, very good. that's nice. Nice release. Sorry. Very good release. Sehr gut, hey. Das 1:1. Ich will jetzt auf Kunstköder wechseln, Mann. Ah. Okay. You need to clean your lens. Hit. It was weird. But now it was like, I did this and there was nothing. And then But it took a fish. What? Oh boy. what? Hey,
Super fat one. No, but I was explaining. Hey, er hat mir gezeigt, du, es war ganz komisch, ich habe nur angehauen und es tut so, als ob er anhaut. Und in dem Moment, der Anhieb hat wirklich den Hecht gebracht. Mad Max. What was that, bro? What was that? Ey, super großer Hecht. Nicht der Zierfisch, aber Mad Max, das 2:1. Maybe over a meter. Jetzt ein Meterfisch. Kannst du meine Route halten weggehen, dass ich den Fisch landen kann? 1,10 Meter. Alter. You sit on it? If it goes crazy now, I'm fucked. Nein, I hold your rod, you hold the fish. Guckt euch diesen Fisch an, Bart. Herzlichen Glückwunsch auf die Zitrone Mad Max 95 Medium Runner. Was für ein geiler Fisch. Das ist das 2:1 für die Kunstköder. Ich will jetzt auch wechseln, aber ich habe mindestens noch eine Dreiviertelstunde. Okay, wir haken ihn ab und lassen ihn frei. Den haben wir jetzt nicht gerechnet. Hier gibt es wenig Hechte und eigentlich wollten wir auch einen Zander oder einen Barsch. Naja, wir freuen uns. Congrats, Bro. Thanks, man. Crazy. Da ist sie, die Zitrone Mad Max 95. Geil, 2:1 für die Kunstköder. You see that mouth? That's so crazy. Guckt euch das mal an, was für ein riesen Mund. That's 700 teeth. Such a healthy one. So fat. Ja, I get Such a beautiful fish. It has no marks, nothing. something between 1.5 and 1.10. Yeah. Congrats, Bro. Ja, Mann. Oh, und ich muss mit diesen blöden Naturködern hier angeln. Was war das gerade? Kann mir das einer erklären? Der Junge hat da mal innerhalb von 2 Minuten einen richtig schönen Zander und einen Monsterhecht rausgeballert. Krass, Alter. Das war der größte Hecht, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Ja gut, ja, Naja, das ist auch nicht so schwer. Das erste Quartal ist vorbei. Wir waren schon ein bisschen angeln. Ich hänge jetzt hier mit so einem blöden Tauwurm rum, ey. Naja, gut. So, jetzt haben wir an dem Spot gut randaliert, vor allem Bart. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Gleiches Gewässer. Ich habe noch, ich denke, so 20 Minuten mit einem Naturköder. Muss ich gleich mal checken. 21 Minuten und 13 Sekunden. Ich freue mich aber wirklich auch gleich den Kunstköder zu angeln. Auch ein bisschen twitchen, ein bisschen Netrig, ein bisschen Raven. Darauf habe ich Bock jetzt. Für mich ist dieses Naturköder-Angeln ja schon immer eine Bestrafung, aber es hat sich gezeigt, dass es funktioniert, deswegen mache ich weiter. Und Bart ist hier jetzt dazu gekommen. Das heißt, ich werde jetzt Markus, komm mal her, auch noch in mein Team holen. Das heißt, Markus, Ich darf mitangeln? du darfst mitangeln. Du wirst jetzt Team Kunstköder, obwohl jetzt erstmal Team. Naturköder. Aber ich glaube, es sind doch nur 20 Minuten, dann wechseln wir wieder, deswegen gucken wir mal. Aber dann ist es ausgeglichen und dann ist es wissenschaftlich korrekter. Weil das ist uns natürlich ganz wichtig. Wir machen das für die Wissenschaft. Seitdem wir mit Robert Arlinghaus unterwegs waren, geht nichts mehr ohne Wissenschaft. Schöne Grüße an dieser Stelle. Oh, richtiger Dschungel hier, Alter. Boah, ist das eklig. Oh. So, nächster Spot. Ich würde gerne Twitch fischen, kann ich aber nicht. Deswegen geht es jetzt aber weiter. Ich stecke mir hier noch eine Kamera mit rein, falls Markus tatsächlich auch einen Fisch fängt, dass ich ihn dann filmen kann oder andersrum. So Markus, Kamera weg, los geht's. So, ich habe mir jetzt auch eine Route genommen. Von Becky habe ich die bekommen. Mit dem Wurm dran. Mal gucken. Carolina habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Ich bin ja auch eher der Gelegenheitsangler zu Hause. Immer so viel arbeiten muss, habe ich keine Zeit zum Angeln. Genau, mal schauen, wie ich das dann unterstützen. Fisch! So, Bart räumt hier ab. Auf den Looper hat er gewechselt. Bart hier, so the big one. I think it's a pike. Ein Hecht? I think so. Zander. Thunder? Ja.
habe gerade noch zu Bart gesagt, Looper, habe ich richtig gut Zander mitgefangen. Und was fängt der Bart? Take care with the hooks there, it's super sharp. Oh, wie geil das aussieht. Guckt es euch an, mit dem Looper. Super nice. Ja, kommt jetzt. First fish on this lure for me. For you? Yeah. I told you 1 second ago, Yes. it's perfect for Zander. Ja, und jetzt hat er einen drauf gekriegt. Einen richtig schönen Zander Nice. auf unseren Looper. Die große Variante 75er, is it silent or rattling? I think it's a rattling. No, it's a silent, It's a silent one. one? Ja, also auf die Silent-Variante. Boah, hey, that's almost 70 fish, bro. That's a nice one. Nice Der and ist steady. fast 70, würde ich sagen. Wunderschöner Fisch. Ah, Bartje, Now you. very good. Krass. Das ist 3:1 jetzt für den Kunstköder. Bin gespannt, was da noch so geht. Ich bin der Einzige, der mit Naturköder gefangen hat. Becky muss sich anstrengen. Nice, Bart. Yeah, thanks, bro. Bart rasiert hier, ey, den dritten Fisch schon auf Hardbait. Nicht schlecht. So, hier seht's. Timer ist abgelaufen, Stunde ist vorbei. Stopp und neu starten. Und ich bin gerade schon 10 Sekunden vorher rausgelaufen, durch Zufall. Jetzt bin ich draußen und habe mir natürlich auch einen Mad Max dran gemacht. Mal sehen, ob der funktioniert. Auf jeden Fall habe ich Bock. Becky wechselt jetzt auf den Wurm, ne? 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 Ja, so. Also, hoffentlich geht noch was. Ein paar Stündchen haben wir noch. So, neuer Wurm aufgezogen und weiter geht's. Das ist halt das Nervige, wenn man mit Naturköder angelt. Dauernd neue Köder aufziehen. Einmal zu fest geworfen und dann ist der Wurm wieder weg. Jetzt habe ich so ein bisschen Schiss. Bart räumt hier einen nach dem anderen ab. Wenn bei mir jetzt ein Zander rangeht, dann heißt das für mich wieder schwimmen, weil mein Zander-PB, ich habe erst einen gefangen und der ist bei 50 oder so. Dürfte jetzt nicht so schwer sein. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ein großer Zander wäre schon geil. So, ab zum nächsten Spot. Ich bin immer noch hier am Angeln mit dem Wurm. Aber bis jetzt noch gar nichts. Schnell alles zusammenpacken und hinter. Viele von euch wissen es ja. Ich habe eine große Hoffnung, weil es gibt eine Regel auf dem First Cast Kanal und die besagt, wenn man sein PB fängt, muss man schwimmen gehen. Ihr wisst alle, Markus liebt es, schwimmen zu gehen und Markus Zander PB liegt bei 45 cm oder so, 50 cm. Das heißt, die Chance, dass er heute noch mal baden gehen muss, ist gar nicht so klein. Und das wäre für mich das absolute Highlight, wenn er heute noch mal ins Wasser springen würde. So, letzter Spot für heute. 3 Stunden haben wir noch. 3:1 steht's. Du kannst die Ehre des Naturköders noch retten. Ich habe noch 20 Minuten ungefähr mit Naturköder, oder? Halbe Stunde, denke ich. Okay. Mal gucken. Tauwurm am Sea-Rig. Das muss doch jetzt endlich mal klappen. Noch 10 Minuten, dann darf ich wieder Köder wechseln. Ich freue mich wieder auf Kunstköder. Aber das ist immer das Gleiche. Man freut sich immer auf das, was man gerade nicht darf. Vorhin, als Dustin den ersten Fisch auf Tauwurm gefangen hat, habe ich mir gedacht, oh Mann, ich müsste jetzt auch einen Tauwurm fischen. Und jetzt, nachdem Bart alles auf Hardbait fängt, denkt man sich natürlich, ich brauche jetzt auch unbedingt ein Hardbait. Ja, hoffentlich klappt es noch, ey. Schneider wäre nicht so geil. I got one! Good one. Nice small fish. Not a big fish for these waters, but it's. I'll take him. Fishing for perch all day, and we caught 3 zander and a pike. Now finally the perch. My favorite color of all time on the creek. Nice. Next one. Did you catch a perch, bro? Yeah, On a... creek in my favorite color.
I was fishing it in the cinnamon blue, but I think nah. I put on the collar because I thought it's overcast and with the murky, I think maybe it doesn't work. First cast, boom. Crazy. Where did you catch it? Because I need to fish there as well. Normally I like to fish it with when it's clear water. When the sun hits it, it's super nice on the water. Er sagt gerade, das ist seine absolute Lieblingsfarbe. Like the glowy purple when the sun hits it. Super nice. Leuchtende Lila, meint er. Quite far out or close? No, I got the bite maybe 15 meters in front. You feel it when the harder Yeah, I feel it. what starts. Nice. It was a big one? No, 42 or something. Oh, that's good. Oh, strike! Fish! Ja. Ah. Becky, der Arme, muss immer noch Dings fischen. Wie heißt das? Naturköder. Und hier knallt einer nach dem nächsten rein. Für mich jetzt ein wunderschöner Barsch. Guckt ihn euch an. Auf dem Raven. Carolina Rig. Vor den Füßen gebissen, wirklich. Hey, it was in front of my feet. Super, super geil. Guckt euch den an. Schöner Fisch. 43, 44 wird er haben. So. Guckt euch das an. Raven, Carolina Rig. Liebe ich. 50er Raven, 10,05. Geil. Tschüssi. Das 5:1, glaube ich, ne? Tschüssi. Haha. Yes. Juhu. 5:1. Geil. Geil, geil, geil. Oh, lange haben wir auch nicht mehr. Ja. Ja. Like this? Strike. Fish. Guter. Good one. Yeah, that's a big one. Yeah, that's a huge one. If it's not a zander, it's a very big one. Ah, it's a pike. Ist ein Hecht. Ist ein Hecht, aber die Zeit für den Kunstköder ist noch nicht aufgelaufen. Und das ist der nächste, das ist das 6:1. Wahnsinn. Ja, das ist ein wunderschöner Tag. Hecht, Barsch und Zander gefangen. Meiner ist nicht annähernd so groß wie der von Bart. Aber die Kleinen, die sind die fiesesten. Die sind so agil. Da muss man echt immer aufpassen, dass man sich nicht die Hände kaputt macht. Und die Warthose auch nicht. Oh, ich dachte jetzt, oh, jetzt ist mein großer Barsch da. Leider ein Hecht. Was heißt leider? Ist auch geil. Aber da. 65er. Cool. Ich glaube, das ist sogar das 6:1, oder? 6:1, das ist ja dann doch deutlicher, als man dachte. Ja, Raven. Carolina Rig hat es wieder mal geregelt. Naja, egal. Kein Barsch, trotzdem geil. 7 Fische, ey, wo wir heute angefangen haben und geredet haben mit Leuten. Ah, super zäh, super schlecht. 7 Fische finde ich jetzt schon nicht so schlecht. Und 6:1 für Kunstköder. So, mal gucken. Ich guck mal, wie lange Becky und Markus noch mit Naturködern angeln müssen. Ah! Was ein Zufall. Stoppen. Becky! Du kannst mit Kunstködern angeln! Oh, es ist 6:30, das heißt, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich sage euch eins, für eine Viertelstunde, 20 Minuten wechsle ich nicht mehr. Das ist zwar Cheaten, aber wir haben jetzt, weiß nicht, 5 Stunden geangelt, glaube ich. In 5 Stunden ist das Ergebnis 6:1. Da wird es jetzt in den 20 Minuten auch nicht mehr sich ändern. Das heißt, ich angel so weiter und fange hoffentlich noch einen schönen Barsch. So, ein letztes Mal jetzt der Wechsel von Kunstköder auf Naturköder. Nein, andersrum. Von Naturköder auf Kunstköder. Ich habe einen Twitchbait montiert, Mad Max.
mit der Hoffnung, dass mir da jetzt ein Zander reinknallt. So langsam kann ich auch einen Fisch vertragen. Kann nicht sein, den ganzen Tag hier fleißig am Angeln. Und die anderen beiden fangen sogar. Bei mir ist noch gar nichts gekommen. So, das ist hier der letzte Wurf für uns alle. Es wird immer ekliger, aber wir hatten viel Spaß. Das Experiment ist spannend ausgegangen. Ich hätte gedacht, Naturköder zieht locker die Kunstköder ab. Tja, aber war wohl nicht so. nee. 6:1 ist es ausgegangen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Bitte liken, kommentieren und abonnieren, ne, für den Algo. Ihr könnt den Kescher gewinnen. Bestimmt auch noch was anderes. Das habe ich in der Instagram-Story gesagt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüssi, haut rein. Bis dann. Ich hab geschneidert. Scheiße. Ich hole mir jetzt irgendwas richtig Ekliges beim Meckers rein. Als Trost. Okay, wenn du noch Würfe machst, mach ich auch noch einen Wurf. Schöner Charlottenburger. Kommt eh alles nicht mehr in die Folge. Wer weiß. Nimm mal die Rute kurz runter, bitte. Fisch. It's a perch. It's a big perch. Das ist ein Barsch. Ich glaube, das ist ein sehr großer Barsch. Sag nochmal das denn, was war eigentlich Abmoderation? Eigentlich habe ich abmoderiert. Becky, pass mal auf mit deiner Route. Maybe it's a zander. I think it's a zander. It's two on the sticks on the bottom. Ich glaube, das ist ein Zander, der bleibt so auf dem Grund. Aber jetzt schlägt eigentlich wie ein Barsch. Das ist ein Zander. Zander. Das ist ein Zander. Aber das ist das 7:1. Becky, pass mal auf, der geht hinter dich. Nicht verlieren bitte. Ich nehme ihn. Nimmst du ihn selber? Ja. Nach der Abmoderation noch einen rausgekitzelt. Ah, da ist er. Auf dem Raven. Super geil. Ey, Jungs, der hat die krasseste Wunde, die ich je gesehen habe. Von einem Hecht. Oder von einem Vogel. Ich glaube, das ist von einem Vogel. Nee, guck mal hier. Guckt euch das mal an. Boah, ist das tief. Aber er frisst noch. Krass. Kleine Fleischwunde, wa? Letzte Fisch auf dem Raven hier. Ich sag's euch. Ich bin happy. Das ist das 7? 8:1? 8:1, irgend sowas. Gewonnen halt. Super geil, super schöne Angelei. Und jetzt geht's richtig los mit dem Regen. Haut rein. Tschüss. Tschüssi.